Habe die Ehre. Es ist Dienstag, 7 Uhr in der Früh. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zu Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages. Um keine Episode zu verpassen, um Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh automatisch mit den wichtigsten Games News des Tages in deiner Podcast-App informiert zu werden, abonniere den Podcast jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl. Sobald du abonniert bist, wird deine Podcast-App automatisch jede neue Folge von Double Jump herunterladen und du kannst jeden Morgen ab 7 Uhr in der Früh auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule oder in die Uni jederzeit die neuesten und wichtigsten Games News des Tages zuhören. In der heutigen Ausgabe reden wir über ein extrem cooles Fanprojekt, nämlich ein Super Mario Fangame basierend auf der Super Mario Super Show aus den 90ern. Hideo Kojima und Sony veröffentlichen für das Spiel Death Stranding auch einen PlayStation 4 Controller im Stil des Bibi und Hideo Kojima hat bekannt gegeben, dass man das Bibi aus Death Stranding auch aus den Controller-Lautsprechern hören kann. Es kommt ein brandneues Dragon Quest Game im Westen heraus, aber es ist nicht das, was man erwartet. Und Dr. Kawashima kehrt für die Nintendo Switch zurück. Ziemlich viele von uns haben ja Hobbyprojekte. Manche Leute stellen sich für ihre Hobbyprojekte einfach vors Mikrofon und labern darauf los. Andere Leute, die stattdessen entwickeln Fangames von einer Qualität, die vom Originalhersteller sein könnte. Der professionelle Videospiel- und Cartoon-Animator Jesus Lopez entwickelt mit seinen Kindern schon seit guten 3 Jahren ein Super Mario Fangame auf der Basis der 90er Jahre Cartoon-Show Super Mario Super Show. Die Super Mario Super Show war eine Show, mit der auch ich damals aufgewachsen bin. Ja, ich bin alt, ich weiß und so weiter. Ich kann mich noch lose daran erinnern, dass die Sendung während meiner jüngsten Kindheit auf RTL lief. Die Super Mario Super Show war eine Cartoon-Sendung basierend auf Super Mario Bros. 1 bis 3. Die Cartoon-Sendung war auch verantwortlich für die erste Darstellung vieler Charaktere, die man zuvor nur in den Videogames gesehen hat. Zum Beispiel Bowser war noch King Koopa, sah in Cartoon auch komplett anders aus als heute. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist eine überraschend gute Sendung für einen Cartoon. Nämlich ich habe bei den Vorbereitungen für diese Podcast-Episode heute eine Episode zur Auffrischung angeschaut und ich war wirklich positiv überrascht davon. Hätte gedacht, dass es so typisch Kindersendung ist. Eine Sendung, die man als kleines Kind liebt und das war's. Aber sogar als Erwachsener sind da viele Jokes drin, die bei Kindern über den Kopf gehen und so hat man auch als Erwachsener zum gewissen Grad einen Spaß dabei. Wenn ihr neugierig seid, gibt es alle Folgen auf Deutsch und Englisch verteilt auf YouTube und Dailymotion. Eine Episode auf Deutsch auf Dailymotion verlinke ich in den heutigen Shownotes, die ihr direkt in der Beschreibung der Episode oder auf www.doublejump.at findet. Für jemanden wie Jesus Lopez, der bei Spielen wie der Shantae-Reihe Lead Animator ist, ist das Game ein reines Hobbyprojekt, welches ihm dabei hilft, ein wirklich ausgezeichneter Animator zu bleiben. Und sowas wie dieses Projekt, welches er mit seinen Kindern entwickelt, ist auch ein großartiges Projekt, um gemeinsam als Familie etwas zu machen. Denn eines der Kinder ist einfach in beratender Tätigkeit bezüglich der Kunst des Games und ein anderes seiner Kinder hilft ihm beim Programmieren. Er plant es leider nicht zu veröffentlichen, nicht mehr gratis, aber Videos mit Gameplay-Footage und eine kleine englische Dokumentation des YouTube-Kanals Swankybox verlinke ich auch in den heutigen Shownotes, die ihr eben in der Beschreibung der Episode oder auf www.doublejump.at findet. Ich muss zugeben, während bei Death Stranding mich das bisher gezeigte Game Design nicht so sehr überrascht hat, bei Death Stranding fand ich die kleinen Dinge, wie das Urinieren zum Beispiel, weitaus interessanter als das eigentliche Gameplay an sich. Für mich ist Death Stranding fast schon typisch für Kojima, eher eine Story-Sache. Aber jedenfalls, Hideo Kojima beginnt nun, jetzt wo das Game bald launcht, immer mehr und mehr die Kreativität von Death Stranding zu zeigen. Zum Beispiel hat er gestern auf Twitter bekannt gegeben, dass wenn man es im Game einstellt, man die Stimme des Babys aus dem Death Stranding PlayStation 4 Controller, welcher mit dem Spiel launchen wird, hören kann. Aber
Der Death Stranding PlayStation 4 Controller, der hat ja dieselbe Hardware wie der normale PlayStation 4 Controller. Da scheint es absolut keine Unterschiede zu geben, außer dass er leicht transparent gelb ist. Deshalb ist es zu erwarten, dass das Feature genauso mit allen anderen PlayStation 4 Controllern auch verfügbar wird. Aber ich bin da sehr gespannt, ob das Bibi wirklich etwas sprechen wird oder ob man einfach nur die Laute hört, welche es von sich gibt und eventuell das Schreien, wenn man attackiert wird. Überraschenderweise hat Square Enix heute auf Social Media ein brandneues Dragon Quest Rollenspiel bekannt gegeben. Aber es ist kein Dragon Quest 12, es ist auch kein Remake eines älteren Dragon Quest, auch kein Port eines älteren Dragon Quest, sondern ein neues mobile-exklusives Dragon Quest namens Dragon Quest of the Stars. Nein, das ist nicht Dragon Quest Walk, der Pokémon Go Verschnitt von Dragon Quest, welcher derzeit exklusiv in Japan existiert, sondern von den Screenshots her zu urteilen, die sie bereits auf Social Media und der neuen Release-Website veröffentlicht haben, scheint es ein reines Gacha-RPG zu sein, welches vorerst mal zumindest nur auf Android veröffentlicht wird. Aber für ein Gacha-RPG wird auch dort wie gewohnt die Kunst von Akira Toriyama wie schon seit Teil 1 verwendet und interessanterweise das Spiel kam bereits 2015 in Japan. Ich frage mich, warum das Game erst jetzt in den Westen kommt, warum es fast 5 Jahre später erst veröffentlicht wird bei uns. Die Closed Beta für Android-Besitzer läuft ab dem 30. Oktober bis 28. November und die Anmeldung für die Closed Beta ist jetzt schon im Play Store möglich. Zum iOS-Release gibt es noch keine Details, aber die werden sicher im Rahmen der Closed Beta auch noch bekannt gegeben. Und die letzte Story des heutigen Tages. Dr. Kawashima, das war schon ein guter Dude. Denn das war ein Typ, dank dem ich damals auf dem DS sicher 10 IQ-Punkte dazu gewonnen habe. Okay, Scherze beiseite. Aber die Dr. Kawashima Games waren damals auf dem DS schon wirklich toll. Es waren lauter kleine Übungen, die man in super kurzen Einheiten näher gespielt hat. Mit dem Ziel, dass man auf die eine oder andere Weise die kognitive Leistung steigert. Ich muss es zugeben, denn bei den Dr. Kawashima Games war es ja irrsinnig wichtig, dass man die Spiele regelmäßig spielt, um diese Leistungssteigerung langfristig zu erzielen. Ich habe es natürlich nie regelmäßig gespielt, damals als Jugendlicher, aber wenn ich es gespielt habe, dann hatte ich großen Spaß dabei. Und seit dem DS-Game gab es noch einen 3DS-Nachfolger im Jahr 2013 und seitdem war es Sendepause. Nun, nach guten 6 Jahren Pause, hat Nintendo einen brandneuen Teil der Kawashima-Reihe exklusiv für das Nintendo Switch bekannt gegeben. Vorerst leider auch mal nur exklusiv für Japan, aber so berühmt und so beliebt wie Dr. Kawashima weltweit ist, kann man sich sicher sein, das Spiel wird auch bei uns rauskommen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr 2019, aber 2020, spätestens 2021 fix. Jedenfalls vorerst mal exklusiv für Japan, aber es kommt auch mit komplett brandneuen Features. Zum Beispiel Dr. Kawashima für Nintendo Switch wird zum ersten Mal einen Online-Modus haben und sogar einen lokalen Multiplayer. Und was sehr cool ist, mit dem Game wird auch ein offizieller Nintendo Switch Stylus veröffentlicht. Diesen Stylus kann man entweder direkt im Bundle mit dem Game kaufen oder auch einzeln kaufen. Das Game wird in Japan am 27. Dezember veröffentlicht. Das war's dann für heute, meine Damen und Herren. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, tut mir bitte den Gefallen und geht in Apple Podcasts, hinterlasst mir dort ein Abonnement und hinterlasst mir eine Bewertung, denn Apple Podcast ist weiterhin die weltgrößte Podcast-App und Apple Podcast funktioniert sehr wie YouTube. Das bedeutet, zum einen kommen die meisten neuen Zuhörer zu einem Podcast über Apple Podcast und zum anderen, wie neue Zuhörer einen Podcast entdecken, das geht genauso über Algorithmen wie bei Google, was wiederum dazu führt, dass Bewertungen und Kommentare, egal ob positiv oder negativ, den jeweiligen Einfluss darauf haben, wann und wie ein Podcast jemand gezeigt wird. Und wie bei YouTube geht's da um die Bewertungs- und Abonnement-Aktivität. Da geht's nicht um die positive Seite davon, weshalb ich irrsinnig dankbar für beides bin. Egal, ob du jetzt positiv oder negativ bewertest, ich bin schon irrsinnig dankbar, dass du überhaupt eine Aktivität hinterlässt. Jede Apple Podcast Bewertung und jedes Apple Podcast Kommentar lese ich auch immer in der darauf folgenden Episode am Tag danach am Ende der jeweiligen Episode laut vor. Und wenn ein Kommentar interessant ist, werde ich es auch direkt noch persönlich neben dem Vorlesen dann auch noch im Podcast beantworten.
Und das war's dann für die heutige Episode, meine Damen und Herren. Ich muss mich nun auf den Weg zur Arbeit machen. Mein Name ist Daniel Muletz, das war Double Jump und ich höre euch wieder morgen um 7 Uhr in der Früh bei der nächsten Episode von Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Habe die Ehre.